Ich hab nichts. Du lebst hier auf diesem Schloss mit Henning und jetzt auch noch ein Baby. Das hast du mit deiner Lüge ja erstmal verhindert. Vielen Dank und gratuliere. Hille trägt die ganze Zeit eine Kette um den Hals. Mit einem kleinen Schlüssel. Und den bezeichnet er als seine Lebensversicherung. Das ist nun wirklich interessant. Und? Wann kommst du wieder raus? Bei guter Führung demnächst irgendwann. Ja, schlechte Taktik. Du musst hier allen auf den Geist gehen, dann schicken sie dich sofort nach Hause. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich so belügen würdest. Jetzt sei bitte ehrlich. Hast du dir die Geschichte mit Carolins Trauma ausgedacht oder nicht? Isabel, hast du mich angelogen? Ich wollte das nicht. Das heißt, Caroline kann problemlos Kinder bekommen? Ja. Verstehst du das? Warte, Aber Isabel ist uns eine Erklärung schuldig. lass es mich versuchen. Sie ist meine Schwester. Wenn jemand an sie rankommt, dann ich. Na gut. Was glauben Sie, wozu der Schlüssel passt? Zu einem Schloss? Vielleicht zu einem Schließfach? Vielleicht. Auf jeden Fall ist er sehr wichtig. Sonst würde er ihn nicht an seine Halskette hängen. Wie wichtig, das wird sich erst noch herausstellen. Sehr verwundert. Moment. Stimmt was nicht? Das ist weniger, als wir ausgemacht hatten. Soweit ich mich erinnere, sprachen wir von brauchbaren Hinweisen. Doch alles, was Sie mir anbieten, sind vage Spekulationen. Aber Hill hat's gesagt, der Schlüssel ist seine Lebensversicherung. Ihnen scheint das Wasser ja bis zum Hals zu stehen. Aber natürlich steht es Ihnen frei, mir diesen Schlüssel zu besorgen. Und wie soll ich das hier anstellen? Er legt diese Kette nicht mal beim Duschen an. Na, wissen wir, wenn ich es mir recht überlege, sind Sie sowieso nicht der Richtige dafür. Für diesen Fall braucht man andere Waffen als einen Tennisschläger. Los, sag es schon, Was soll ich sagen? dass ich Friedenau verlassen muss. Deswegen bist du doch gekommen. Ja, ist schon gut. Ich hab's ja verdient. Morgen packe ich meine Sachen und seitdem mich endgültig los. Das wäre vielleicht sogar das Vernünftigste. Oder siehst du irgendeine Chance, dass die Vergangenheit nicht mehr zwischen uns steht? Ich wünschte, ich könnte alles vergessen, aber ich kann es nicht. Dass du verletzt bist, mich sogar hasst, das ist eine Sache. Aber dass du Henning für deine Zwecke benutzt. Henning zu verletzen war doch nie meine Absicht. Du weißt doch, dass er sich genauso sehr ein Kind gewünscht hat wie ich. Es tut mir leid. Ich weiß manchmal selbst nicht, was mit mir los ist. Wenn Henning nicht mit mir darüber gesprochen hätte, wie weit wärst du gegangen? Bis du unsere Ehe zerstört hättest? Wärst du dann zufrieden gewesen? Die Frage hat sich ja ab morgen erübrigt. Dann bin ich aus eurem Leben verschwunden. So. Und gut zudrücken. Dass da überhaupt noch was rauskommt. Ein paar Liter hast du noch. Was macht er eigentlich mit dem Rest, der nicht untersucht wird? An Vampire verfüttern. Diese dummen Sprüche muss ich mir den ganzen Tag anhören. Oh, wie schrecklich. Jetzt fang du auch noch an. Erwarte bloß kein Mitleid von mir. Ja, ich weiß. Hätte ich auf Tom und dich gehört, dann wäre ich sofort zum Arzt gegangen, dann müsste ich jetzt nicht hier rumliegen. Du hast es ja bald geschafft. Geht das ein bisschen konkreter? Also wenn die Blutwerte hier okay sind, dann schicken sie dich bestimmt nach Hause. Falls sie nicht noch was anderes finden. Tut dir irgendwas weh? Ja, mein Arm. Das liebe ich an meinem Job. Andere zu quälen. Also, klingel, wenn du irgendwas brauchst. Ich habe heute Nachtdienst.
Ihr scheint euch ja prima zu verstehen. War das jemals anders? Bist du okay? Ich schon. Isabels Verhalten ist wirklich nicht leicht zu verstehen. Es ist unbegreiflich. Nach all dem, was wir für sie getan haben. Hat sie dir wenigstens gesagt, warum sie mich angelogen hat? Sie hatte Angst. Darf ich? Angst? Wovor? Was habe ich ihr getan? Es geht nicht um dich. Sondern? Sie war eifersüchtig. Aber warum? Durch ihre lange Krankheit hatte sie nie die Chance, jemanden kennenzulernen. Sie ist einsam, wünscht sich einen Freund, der nur für sie da ist. Ja, und da sieht sie uns und wie glücklich wir sind. Und Isabel ist am Boden zerstört. Sie weiß, dass sie jetzt Friedenau wahrscheinlich verlassen muss. Was wird sie jetzt von mir hören? Wenn du das willst. Es ist deine Entscheidung. Caroline, ich möchte im Moment gar nichts entscheiden. Ich will einfach nur verstehen. Die Luft tut gut, nicht wahr? Ja, sicher. Aber möchtest du nicht langsam zur Sache kommen? Langweilst du dich? In deiner Nähe ist das alles, nur nicht langweilig. Darf ich das als Kompliment verstehen? Wenn du möchtest. Manchmal bedauere ich es fast ein wenig, dass es mit uns damals nicht geklappt hat. Ich nicht. Na, schließlich bist du reich. Es kommt doch mir zugute. Dass du immer nur an Geld denkst. Eine Eigenschaft, die uns verbindet. Es gibt aber noch viel mehr Eigenschaften, die uns verbinden. Wir müssen sie nur wieder neu entdecken. Du willst mich doch nicht reinlegen, oder? Ich weiß, ich war in letzter Zeit nicht immer nett zu dir. Aber Christoph und Henning waren dir auf der Spuren, als du dann plötzlich hier aufgetaucht bist. Warum vergessen wir unsere kleinen Differenzen nicht einfach? Ja. Warum eigentlich nicht? Was hältst du von einem Mittagessen in meiner Suite? Wir können endlich unsere Pläne konkretisieren. Unter anderem. Ich hätte nichts einzuwenden. Guten Morgen. Gut Hi. geschlafen? So gut es eben geht. Wenn auf dem Gang die Hölle los ist und man 6 Uhr morgens geweckt wird. Bald hast du es ja hinter dir. Hoffentlich. Morgen. Morgen. Und, wie sieht's aus? Was hat die Untersuchung gebracht? Sobald die Ergebnisse vorliegen, bist du der Erste, der es erfährt. Nee, komm, ich hab keinen Bock, noch den ganzen Tag hier rumzuliegen. Hey, zum Trost gibt's auch ein extra großes Frühstück. Hey, Croissants. Kleine Aufmerksamkeit an Rande. Waldblütenhonig. Wow, was hast du denen in der Küche erzählt, wie hier rumliegt? Ein bekannter Rockstar. Oh nein, nicht schon wieder Antibiotika. Mir wird davon immer schlecht. Ich kann's dir auch als Spritze geben. Oh, Uli wird doch schon ohnmächtig, wenn er die Spritze nur sieht. Was ist denn hier los? Ich bringe dem Patienten Frühstück und sein Antibiotikum. Ja, was glauben Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Ich wollte ein bisschen Stimmung machen. Das können Sie in Ihrer Freizeit. Solange Sie hier bei mir Ihr praktisches Jahr absolvieren, erwarte ich, dass Sie Ihre eigentlichen Aufgaben nicht vernachlässigen. Das ist noch nie vorgekommen. Dann sorgen Sie dafür, dass es auch so bleibt, Herr Seifert, ja? Haben Sie nicht vorher anrufen können? Der Laden gehört quasi mir. Ich komme und gehe, wann es mir passt. Aber Arno könnte jeden Moment zurückkommen. Oder eine der Angestellten. Wenn Sie sich nicht wie ein Anfänger anstellen, bekommt niemand mit, dass wir zusammenarbeiten. Worum geht es? Um die Gräfin. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ihnen ist nichts aufgefallen? Nicht, dass ich wüsste. Was ist denn an ihr so ungewöhnlich? Sie ist freundlich. Zu freundlich. Naja, vielleicht weiß sie jetzt, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Sie will sich mit ihnen gut stellen. Und sie hat wirklich nichts zu Ihnen gesagt? Nein. Obwohl, das könnte ihr auch sehr nützlich sein. Was meinen Sie? Clarisse vertraut ihnen. Wenn sie darauf eingehen, haben sie sie in der Hand. Clarissa vertraut niemandem. Es sei denn,
Sie bekommt etwas dafür. Sagen Sie, haben Sie Isabel heute Morgen schon gesehen? Ja, sie war dabei, ihre Koffer zu packen. Ich sollte ihr für später ein Taxi bestellen. Gut, danke. Morgen. 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 Du musst ja ganz schön müde sein, so unruhig wie du geschlafen hast. Ich musste nachdenken. Das habe ich schon lange aufgegeben. Vielleicht sollten wir einfach versuchen, alles aus Isabels Sicht zu sehen. Und dann? Sie war lange krank. Schwer krank. Das rechtfertigt aber nicht ihr Verhalten. Als ob es darum ginge. Du willst also, dass sie bleibt? Weißt du, als sie krank wurde, da war ich nicht sofort für sie da. Obwohl sie mich brauchte. Ich möchte den Fehler nicht nochmal machen. Und was wird, wenn sie wieder mal eifersüchtig ist? Ich habe den Eindruck, dass es ihr aufrichtig leid tut. Gib ihr noch eine Chance. Es ist bewundernswert, wie du zu deiner Schwester stehst, aber das beantwortet nicht meine Frage. Eine Garantie, dass alles gut geht, kann ich dir natürlich nicht geben. Ein großes Risiko, das du bereit bist einzugehen. Sie ist immerhin meine Schwester. Und wenn es nach Fehlern geht, hätte ich es auch nicht verdient, hier zu bleiben. Du siehst ja nicht gerade aus, als hätte dir die Nachtschicht besonders viel Spaß gemacht. Ich bin nur müde. Uli hat auch erzählt, er konnte nicht schlafen. Irgend so ein paar Irre haben Party gemacht. Party? Wo? Im Krankenhaus. Cool. Rave durch den OP. Gibt's noch ein Zimmer frei? Nein. Sonst noch Fragen? Nö. Ich glaube, Christian stellt sich deinen Job ziemlich easy vor. Ist er ja auch. Solange es keine Personalengpässe gibt. Ja. Und in 6 Stunden habe ich schon wieder Bereitschaftsdienst. Was? Du hast doch gerade erst Nachtschicht gehabt. Das interessiert mich. Die nehmen dich ja ganz schön ran. Früher hätte man dazu ausbeuten gesagt. Heute heißt es, so viel Erfahrung sammeln wie möglich. Und dann noch bei dem Chef. Dr. Spangenberg ist eine Koryphäe. Und das lässt er voll raushängen. Du meinst wegen heute Morgen? Dich vor uns so runterzumachen. Dafür bekomme ich bei ihm die beste Ausbildung. Trotzdem, so wie du dich um Uli kümmerst, könnte er sich noch eine Scheibe von dir abschneiden. Jetzt übertreib mal nicht. Wer hat Uli denn das Leben gerettet? Du oder Spangenberg? Das, was ich gemacht habe, das hätte jeder Medizinstudent gemacht. Und hätte damit angegeben. Aber du machst kein großes Ding draus, weil es selbstverständlich ist. Und das macht einen guten Arzt aus. Noch bin ich keiner. Aber du wirst einer, und zwar der Beste. Ja? Ich wollte fragen, ob der Tisch so in Ordnung ist. Habe ich vielleicht gesagt, das wird ein Kindergeburtstag? Na, gehen Sie schon. Hallo. Dein Faible für große Auftritte hast du also immer noch? Warum dann so überrascht? Weil heute weder dein Geburtstag noch unser Hochzeitstag ist. Das heißt nicht, dass es kein besonderer Tag ist. Ich dachte, wir wollten unsere Pläne konkretisieren. Und das kein Grund zum Feiern ist? Tja, irgendwie fühle ich mich under the rest. Ein Mann wie du kann doch anziehen, was er will. Du machst mir ein Kompliment? Warum nicht? Noch vor kurzem wolltest du mich zum Teufel jagen. Heute bin ich froh, dass du da bist. Und ausgerechnet jetzt muss ich mit Charlie auf Geschäftsreise. Du meinst, weil ich da mit Isabel alleine bin? Damit werde ich schon fertig, glaub mir. Wusste ich doch, dass du so etwas sagst. Hallo.
Ich wollte nur noch mal spazieren gehen, bevor ich abreise. Ja, also dann. Tschüss. Isabel? Du kannst bleiben, wenn du willst. Caroline hat mir gesagt, dass es dir leid tut. Und deshalb hoffe ich, dass sich das nicht wiederholt. Gut. Dann halte dich auch daran, ja? Warte noch, Caroline. Entschuldige mich bitte. Du hast ihm gesagt, warum ich das alles getan habe, nicht wahr? Nein, ich habe ihm nicht erzählt, dass meine eigene Schwester mich abgrundtief hasst. Aber warum nicht? Ich meine, warum stellst du dich immer wieder vor mich? Wenn du endlich aufhörst, in der Vergangenheit zu leben, dann verstehst du es vielleicht. Ansonsten wäre es wirklich besser, wenn du gehst. Denk darüber nach. Die Austern waren wirklich ausgezeichnet. Nicht wahr? Noch einen kleinen Digestif? Gern. Verlaufen unsere Zusammenkünfte jetzt immer so? Wir können es natürlich auch in einem Restaurant treffen, wenn dir das lieber ist. Nein, nein. Die Atmosphäre hier gefällt mir sehr. Und nicht nur die. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Du auch nicht. Ja? Guten Tag. Stell ich? Nee, also mich nicht. Oh, vielen Dank. Das ist meine Lieblingssorte. Ich wollte Ihnen eigentlich einen Präsentkorb mitbringen, aber ich wusste nicht, wie lange Sie noch bleiben. Also wenn es nach mir ginge, dann wäre ich längst zu Hause. Dann geht es Ihnen also schon wieder besser. Das Einzige, was mich noch krank macht, sind diese 4 Wände hier. Naja, ein paar schöne Bilder wären nicht verkehrt. Ja. Womit ich schon beim Thema wäre. Gibt's Probleme? Nein, aber ein Freund hat mir zugetragen, dass morgen ein Restaurantkritiker bei uns im Schneiders zu Gast sein wird. Der wird nicht viel zu kritisieren haben. Es gibt höchstens eine gute Publicity. Ja, das hoffe ich auch. Das Dumme ist nur, dass ich mit Caroline von Anstetten nach New York fliege, auf eine Kunstauktion. Jetzt haben Sie Angst, weil der Laden ohne Leitung ist. Ja, ich kann natürlich auch hier bleiben, aber ich würde nur ungern auf die Bilder verzichten. Brauchen Sie auch gar nicht. Ich warte nur noch auf ein Untersuchungsergebnis und dann haben die mich hier die längste Zeit gesehen. Aber wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht, dann findet sich auch jemand anders. Frau Schneider, das wäre viel zu riskant. Naja, das würde mir einen großen Gefallen tun. Fliegen Sie einfach nach New York. Alles andere erledige ich hier, okay? Gut. Und wenn es doch nicht geht, ich bin noch 2 Stunden in der Stadt, rufen Sie mich an. Das geht klar. Du bist noch genauso schön wie in unserer Hochzeitsnacht. Willst du die nicht ablegen? Was? Na, diese Kette. Kommt nicht in Frage. Aber sie stört. Besser so? Was ist denn das überhaupt für ein Schlüssel? Mein Schlüssel zum Glück. Und ich glaube, er hat sich schon bewährt. So, eine kommt noch. Bitte schön. Dankeschön. Ich bleibe. Gut. Dann hoffe ich auch, dass du dich an unsere Bedingungen hältst. Keine Lügen mehr und keine gemeinsame Sache mit Clarissa. Du sagst doch Henning nicht, dass ich mich auf sie eingelassen habe? Würde ich das tun, bräuchtest du deine Sachen erst gar nicht wieder auszupacken.
Wir können Uli sicherheitshalber noch mal anrufen, wenn du möchtest. Nein, der hätte sich schon gemeldet, wenn es Probleme gibt. Caroline, fertig? Meinetwegen können wir. Danke. Sie bleibt. Das habe ich erwartet. Ich melde mich, sobald ich angekommen bin. Und falls irgendetwas sein sollte, du hast ja meine Handynummer. Wir kommen schon klar. Tschüss. Tschüss, gute Fahrt. Danke. Ja, haben Sie die Tageskarte denn schon mit Frau Schneider abgesprochen? Ja, nein, ich würde sagen, wir machen alles wie gewohnt. Ja gut, bis dann. Danke, tschüss. Hallo, wer war das? Der Koch. Vom Krankenhaus? Nein, vom Bistro. Macht ihr jetzt neuerdings Essen auf Rädern? Hierher. Was? Morgen soll ein Restaurantkritiker ins Schneiders kommen. Kündigen die sich neuerdings an? Nein, Frau Schneider hat einen Tipp bekommen. Was für ein Glück. Aber was hat das mit dir zu tun? Die Chefin ist auf Dienstreise. Ich muss ran. Du kannst nicht, du bist krank. Wieso? Wenn der Bluttest okay ist, dann werde ich entlassen. Ja, wenn. Und selbst dann musst du dich noch schonen. Ach, wozu? Ich fühle mich total gut. Außerdem, Frau Schneider verlässt sich auf mich. Sie hat bestimmt Verständnis. Ich kann ihr gar nicht mehr Bescheid sagen. Doch, hier ist das Telefon, da sind die Tasten. Soll ich dir noch die Nummer raussuchen? Nein, Frau Schneider ist seit ca. 10 Minuten nicht mehr erreichbar. Na toll. So, Herr Podzeski, wir haben den Befund. Ja, und? Ja, das sieht ja alles schon sehr viel besser aus. Aber eine geringe Bakterienkonzentration ist nach wie vor vorhanden. Ja, und was heißt das? Dass Sie uns noch erhalten bleiben. Aber ich bin sicher, in 2 bis 3 Tagen wissen wir mehr. Wie blöd hältst du mich eigentlich?